Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute am Erlerberg und ich habe für heute ein Treffen vereinbart über meinen Kanal. Und es haben sich 10 Leute angemeldet. Ich weiß jetzt von ein paar, die werden nicht kommen, aber es macht ja nichts. Es geht ja nur mehr um das, dass man mal zusammenkommt und dass man mal wieder am Berg miteinander redet und nicht übereinander. Ich höre immer wieder die Sprüche von die falschen Schuhe an und deswegen passiert so viel. Das ist nicht der Grund. Ich weiß, früher war es normal, dass man sich mit jedem unterhalten hat, der am Entgegengekommen ist. Und heute rennen Leute alle aneinander vorbei und keiner sagt mehr was zum anderen. Da erfährt man einfach nichts. Und umso mehr man weiß, wo was passiert ist, umso besser ist und umso mehr kann man halt auch verhindern, dass immer wieder dumme Unfälle passieren, dass man vor einem ganzen Haufen umgefallene Baum steht oder sonstigem. Und darum schauen wir mal, wie viele das kommen. Und dann geht es auf zum zweiten internationalen Rucksack-Taxi-Treffen. Ich sage jetzt schon mal, auf geht's! Wie erwartet sind wir nicht viele Leute. Genau genommen sind wir bis jetzt zu zweit. Der Markus, einer von meinen ersten Abonnenten, ist am Parkplatz auftaucht. Und von der anderen Seite, von Sachrang rauf, kann sein, dass eventuell der Roland noch kommt, der mir auch ab und zu Kommentare schreibt. Jetzt haben wir mal gemütlich losmarschiert. Die Barbara und der Hannes sind auch schon vorbeigefahren und haben gesagt, sie freuen sich schon, wenn wir kommen. Und so werden wir jetzt heute mal den ersten Stammtisch oder das erste Treffen laufen lassen und schauen, was daraus wird über die nächsten Jahre. So, wir sind schon ein Stück herum, wir kommen jetzt dann zur Hengstalm. Das heißt, auf dem Gelände sind wir schon, gerade über den Rost drüber. Und wir gehen wirklich zu zweit rauf. Mehrere Leute sind in Erlerberg nicht gekommen, aber das Regen hat es aufgehört. Wie man es halt oft einfach nicht voraussagen kann. Und auch der Wetterbericht hat so 20 Minuten weiß. Nieselregen, einmal ein bisschen mehr, einmal weniger angesagt. Aber es schaut ja eher aus, als ob es heller wird. Und jetzt marschieren wir mal weiter rauf und schauen, ob von der anderen Seite von Sachrang auch ein paar kommen. So, wir haben es geschafft. Wir sind an der Altkaiser. Die Barbara und der Hannes haben wir vorher unten am Parkplatz schon untergekommen und gesagt, dass sie rauffahren. Dann habe ich noch gewartet. Ja, der Markus ist noch gekommen und um 9:30 sind wir losgegangen, wie ich so gekündigt habe. Eine Stunde haben wir jetzt gebraucht. Wir sind wirklich unten vom Erlerberg rauf und jetzt ist Einkehrschwung. Drin wird es noch ein paar Büttel geben von heute und mal schauen, was für Gespräche das heute entstehen. Ja, ich muss ja vorher schon planen, an welchen Parkplatz ich fahre, wenn ich wo hingehe. Also anders geht es ja gar nicht, weil ich gar nicht Fluss fahren. Ja, das ist so. Und da siehst du da, wie manche drauf sind, dass die dann nicht einmal wissen, wo es mitgeht. Südfremd, ich bin jetzt auf Alm gehe und davon aus, dass ich keine Karten zahlen muss. Grundsätzlich. Wenn es so geht, ist es so. Ist ja gut. Aber grundsätzlich geht davon aus, ihr habt gesehen, das Treffen ist mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Halb Bayern ist abgesoffen, Augsburg und so weiter. Die Leute kennen haben wirklich Leute da. Wenn wieder mal alles schwimmt, der Keller, Erdgeschoss, Autos schwimmen weg, ist nicht schön. Bei uns war heute herunten, also im Raum Rosenheim, wo ich halt lebe, doch noch Regen angesagt. Oben am Berg von Haus aus weniger. Also habe ich mir gesagt, ich muss schon damit rechnen, dass ein paar kommen. Das ist, wenn man sowas vereinbart, nicht einfach zum Vorhersagen. Ich werde nicht ein Treffen ausmachen und bin dann selber der nicht da ist und andere kommen. Das funktioniert nicht. Also bin ich an Erlerberg aufgefahren und es ist dann der Markus
vernünftigerweise raufgekommen, an Erlenberg, anstatt dass er, so wie er es vorgehabt hat, in Sachrang weggegangen ist. Weil von Sachrang rauf, ich habe euch ja schon mal den Weg darauf gezeigt, da sind einfach Stellen dabei, die sind rutschig, und zwar in beide Varianten. Jetzt, wenn man da mal von der Brenner Hütten zum Spitzsterhaus geht, dann geht es raufwärts, das ist ganz okay. Aber runtergehen, wenn es zu schmierig ist sicher kein Vergnügen, und man sitzt eventuell zweimal am Hosenbein. Das ist nicht gut. Und darum ist es ganz gut gelaufen. Wir haben uns wirklich gut unterhalten. Wir haben bald 5 Stunden da umgewesen und haben mit der Barbara, mit der Wirtin geratscht und untereinander natürlich auch, wo ich sage, es ist schon wieder was rausgekommen und ich weiß schon wieder 2 Sachen, die ich in die Videos eventuell noch unterbringen werde. Grundsätzlich möchte ich sowas schon einmal wiederholen. Ich war mir aber halt von Anfang an nicht sicher, wie viele Leute kommen da. Ich habe ja gesagt, ich brauche ein bisschen Anmeldung, ich muss ungefähr einschätzen können, wie viele Autos stehen an einem Parkplatz. Darum die Frage, wo gehst du los? Ich muss ungefähr wissen, wie viele Leute kommen, weil ich sagen muss, wir brauchen einen Tisch, wir brauchen 2 Tische, dass man es ein bisschen planen kann. Jetzt weiß ich, okay, wenn das in einem Rahmen von 10 Leuten ist, dann werde ich einfach hin und wieder mal sagen, wo ich hingehe, wann ich losgehe. Wer dann da hinkommt und mitgehen möchte, kann das gern machen, weil ich zwar meine Aufnahmen mache, wer nicht im Beutel sein möchte, muss halt dann ein bisschen vorausgehen oder ein bisschen hinten nachgehen. Und ansonsten werde ich eine Zeit sagen, wo ich ungefähr da an der Hütte auftauche. Und wenn dann wer da ist, der mich kennt, dann kann man sich da auch zusammensetzen. Ist vielleicht der einfachere Weg. Das habe ich mir ursprünglich einmal so vorgestellt. Ich habe mir aber einfach nicht traut, weil ich nicht gewusst habe, wie viele Leute sprechen drauf an, wie viele Leute wollen sich an sowas beteiligen. Und übers Internet, man hört ja einfach, was ist ein Flashmob, wenn dann auf einmal 4000 Leute kommen. Die habe ich zwar bei mir nicht erwartet, weil da mein Kanal einfach zu klar ist dafür. Aber trotzdem, sowas finde ich geht einfach nicht. Man muss ungefähr wissen, was läuft und was dann passiert. Für heute war es das. Kurze Info, wie es gelaufen ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mir einen Termin bekannt gebt, bei einer einfachen Tour, vielleicht auch wieder am Spitzstor, weil ich das nach wie vor für sehr gut geeignet halte. Wenn einer nicht so weit gehen kann, dann kann er in dem Fall bis zum Parkplatz von der Gogelalm auffahren. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und dann kann man sagen, es kann auch mal wer mitgehen, der selber vielleicht nicht mehr der große Berggeher ist. Ich habe halt viele Leute, die nur Videos anschauen bei mir, aber deutlich weniger, die jetzt Videos von mir nachgehen. Oder sagen, ja, freilich war ich früher schon mal da, aber ob ich mir das jetzt noch traue, weiß ich nicht. Da habe ich letztes Jahr eine Frau kennengelernt, oder vielmehr ein Paar, da wo sie ganz klar gesagt hat, da wo es früher oft war, das traut sie sich jetzt teilweise nicht mehr. Und darum schaut sie es ganz gern vorher als Video. Und die Leute möchte ich ja nicht ausschließen, wenn die zum Beispiel auch da mal teilnehmen wollen. Darum sage ich jetzt einmal Servus, war wieder ganz interessant und beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich wieder vielleicht aber Anregungen oder Ideen von euch kriege. Bis dahin, euer Rucksack-Taxi.